Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist es 6 Monate, seit ich einen Partyguide gemacht habe, bei dem die Vorderwürze zu einem Barley Wine wurde. Also das ist ein Starkbier, das hatte 20,9 Grad Plato Stammwürze und jetzt ist es 6 Monate her, das heißt, ich denke, der ist jetzt deutlich besser ausgereift, als er das beim ersten Verkosten nach 2 Monaten war und deswegen möchte ich den nochmal probieren. Ja, womit fange ich zuerst an? Also die Gärung, ich habe es jetzt noch nicht gemessen, wie viel Restextrakt er jetzt hat, aber der hatte ja nach 2 Monaten schon deutlich weniger als am Anfang. Ich weiß mittlerweile auch, warum die Gärung bei dem und anderen Bieren, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, manchmal schwierig war. Nämlich mein Wasser ist halt relativ gut für Porter und dunkle Biere, aber für sehr helle Biere, wie das hier mit fast nur hellem Malz, ist das eben nicht optimal. Und der Maische-pH ist nicht richtig und der Bier-pH ist nicht richtig. Oder vielleicht liegt es auch in den Nährstoffen, die dann beim Maischen für die Hefe zur Verfügung gestellt werden. Jedenfalls muss ich bei hellen Bier mein Wasser aufbereiten und dann läuft die Gärung normal. In dem Falle hier, bei der besonders herausfordernden hohen Stammwürze, war das so, dass das Bier mit 5,9 Grad Plato oder Prozent Restextrakt, so muss ich das sagen, 5,9% Restextrakt stehen blieb. Das habe ich dann abgefüllt. Ich wusste, dass das zu hoch ist, deswegen habe ich keinen Zucker hinzugefügt. Das Ganze war nach 2 Monaten dann bei nur noch 4,7% Restextrakt. Und ich werde das jetzt gleich nochmal messen und euch das dann einblenden, auch wie viel Alkoholgehalt das dann hat. Das wird ja ein bisschen höher noch gegangen sein. Das waren, glaube ich, knapp 9%. Mal gucken, ob es über 9% jetzt gegangen ist. Es ist insgesamt aber nur sehr wenig, weil ich habe ja gemerkt, wie viel Kohlensäure entstanden ist und das hat sich im Rahmen gehalten. Also in den letzten 4 Monaten. Genau. Ich denke aber in Zukunft wird das kein Problem mehr sein mit dieser verschleppten Gärung und dann werde ich darüber nicht mehr groß diskutieren müssen. So, dann probieren wir mal. Ja, ist noch ein bisschen sehr gut carbonisiert. Ganz langsam hebt sich der Schaum hier raus. Ideal und stilgerecht für einen Barley Wine wäre natürlich, wenn das relativ wenig carbonisiert wäre. Also was zum Beispiel Fullers mindestens bei dem Imperial Stout, vielleicht auch bei den anderen Bieren macht, ist, dass die das, glaube ich, ganz ohne Zuckerzugabe in die Flaschengärung geben, nachdem das schon ein Großteil gereift ist. Und dann bildet sich innerhalb von 2 Monaten, die es in der Flasche ist, so eine ganz leichte Kohlensäure, einfach weil doch noch ein klein bisschen Restextrakt drin ist. Und da ist das dann so, dass das wirklich die Menge an Nachgärung ist, die man erwartet, wenn ein sehr starkes Bier von der Hefe ganz langsam am Ende ausvergoren ist. Dann ist das nicht so krass wie hier, dass sehr viel Kohlensäure entsteht und das richtig überschäumt, sondern dann ist das genau das richtige typische Maß. Oh wow, der riecht sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie er vor 4 Monaten war, aber ich erinnere mich, dass es mir deutlich zu unausgewogen war. Es war einfach nicht richtig das richtige Verhältnis aus alkoholischer Schärfe und abgerundetem Aroma. Jetzt riecht das wirklich ausgezeichnet fruchtig, sehr hell und angenehm, überhaupt nicht alkoholisch. Man merkt auch noch den East Kent Golding drin, wobei ich auch das Gefühl habe, es ist ein klein bisschen Banane. Das muss ich aber gleich mal nochmal schmecken. East Kent Golding an sich ist eine Fruchtigkeit, die nicht Banane ist, aber es sind halt auch Früchte, wie zum Beispiel Birne, die man darin schmeckt oder riecht. Ich bin jetzt erstmal beim Riechen. Birne, Rosine, ein bisschen Vanille. Ja, Vanille ist, glaube ich, diesmal sehr stark im Verhältnis zu sonst. Ich meine, das Rezept hatte eine große East Kent Golding Gabe bei den letzten 10 Minuten und daher kommt das Aroma. Und sonst haben wir natürlich noch Admiral als Bitterhopfen und ich erinnere mich, dass ich mich da deutlich verrechnet habe und der sehr viele IBUs hatte. Also das ist wohl sehr knackig. Das wird jetzt aber auch nach 6 Monaten deutlich harmloser sein, weil einfach die Bitterstoffe langsam sich reduzieren. Genau. Also ein ganz leichter Hauch Banane vielleicht. Ansonsten wirklich Früchte und zwar intensiv. Das kommt vielleicht auch noch vom Malz. Gar nicht so sehr karamellig oder sowas, sondern wirklich einfach nur ja, Birne, bisschen Pfirsich, Vanille, solche Sachen. Ja, das ist schon deutlich besser. Also man hat eine kleine Schärfe, es wärmt auch den Mund ordentlich, wird ja genug Alkohol haben. Es ist vom Geschmack jetzt nicht besonders fruchtig, aber hat eine gute Malzbasis, nicht sehr, sehr hell malzig oder so, sondern einfach nur ein klein bisschen karamellig, ganz klein bisschen malzig und dann kommt eine knackige Bittere, die auch jetzt immer mehr anhält, weil es eben doch sehr viele IBUs sind. Aber das finde ich vom Geschmack tatsächlich sehr ausgewogen und da ist jetzt so gar nichts bei, wo ich sagen würde, oh, das schmeckt mir aber nicht so richtig, ne? Das ist zu scharf oder das ist zu aggressiv. Da würde ich schon eher sagen, die Bittere reizt so ein bisschen dazu, weiter zu trinken, den nächsten Schluck zu nehmen und dann wird das Bier natürlich zu einem sehr leckeren und gefährlichen Unterfangen. Ich könnte noch sagen, hier die Klarheit, ich glaube, die war vorher genauso. Das ist ein bisschen Chill Haze drin, ein bisschen proteinmäßig. Ne? Das ist ja sehr viel Malz gewesen. Ich habe keine Proteinrast gemacht. Das wäre an der Stelle vielleicht sinnvoll, denke ich mal, wenn man das klar haben will. Und
Der Schaum ist natürlich super stabil. Also es wird natürlich jetzt auch durch die viel Kohlensäure immer wieder viel Schaum nachproduziert. Aber das ist so eine richtig dicke Schneedecke. Sehr gut, auch sehr lacy, ne, der wieder runterrinnt an den Seiten. Ja, schön viskos. Ich glaube, ich hatte auch, wenn ich einen großen Schluck nehme, beim letzten Mal schon ein ordentliches Mundgefühl. Das teste ich jetzt nochmal. Ja, schmeckt sehr voll, ein bisschen viskos, sehr gut. Das liegt natürlich, wie ich mittlerweile weiß, weniger daran, dass das eine hohe Stammwürze hat und viel mehr daran, dass das die Vorderwürze war von dem Bier, weil dann einfach, also so wie ich das verstehe, gehen die Proteine sehr schnell in Lösung und deswegen hat man mit der Vorderwürze oder der ersten Hälfte der Würze oder wie man das nennen möchte, also dem ersten Geil, den Großteil der Proteine und eine kleinere Menge Zucker und deswegen ist das Verhältnis zwischen Protein zu Zucker anders und deswegen kriegt man bei gleicher Stammwürze ein deutlich volleres Mundgefühl. Das ist so mein Verständnis. Habe ich aber jetzt noch nicht viele Fakten zu gefunden. Es gibt zu Partyguiding tatsächlich sehr wenig moderne Schriften. Vielleicht lese ich mir mal ein paar alte Texte mal durch. Aber habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber ich finde das ein echt tolles Bier. Es wäre schön, wenn das noch mehr nach den Früchten schmecken würde, als es nur riecht. Ja, es riecht sehr aromatisch. Es schmeckt nur so ein bisschen nach Malz und dann wird es sehr bitter. Also es ist harmlos. Ja, müsste man mal gucken. Das liegt natürlich auch daran, dass ich als Hefe die Nottingham benutzt habe und die ist ja sehr, sehr neutral. Also da kommt dann kein interessanter Hefecharakter zu. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Bananen, die man so ein bisschen riecht, dass ich mich da täusche, dass das eher andere Früchte sind. Es riecht wirklich nicht eindeutig nach Weizen oder sowas, nach Weizenbier, sondern das ist eher so ein Hauch Fruchtigkeit und der Geschmack ist so gar nicht bananig. Also ich denke mal, das ist was anderes. Das sind die Aromen entweder noch ein bisschen von der Hefe oder eben vom East Kent Golding, der sich auch sehr gut gehalten hat, muss ich sagen. Also es riecht sehr intensiv dafür, dass es 6 Monate alt ist. Ja, richtig schön. Für ein Starkbier finde ich das sehr ordentlich. Man müsste sich jetzt überlegen, also ich möchte ja gerne meine Sachen auch perfekt machen und ich mache selten Starkbier, deswegen, was würde ich besser machen? Ja, ich würde versuchen, da irgendwie noch mehr Geschmack reinzukriegen. Vielleicht könnte man bei dem hohen Alkoholgehalt ein bisschen mehr Crystal Malt hinzufügen, um das Ganze doch ein bisschen spürbar süß zu machen. Das schmeckt jetzt überhaupt gar nicht süß auf der Zunge. Aber das liegt wahrscheinlich auch im hohen Endvergärungsgrad, den die Nottingham hat. Den Endvergärungsgrad kann ich auch mal ausrechnen und euch hier einblenden. Ja, ansonsten, wenn ihr das Rezept nicht mitbekommen habt, schaut es euch nochmal an. Das blende ich dann hier ein. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Bier. Also macht's gut. Tschüss.